That is true. Everything will be okay. Warte. Ich will sie nur einfach in die Hand nehmen. Nehmt eine Hand, mit der ihr potenziell nicht ins Auge fasst. Das sind Extra scharfe irgendwas Schiffsdinger. I don't know. Aber man riechen nichts. Das ist das Schlimme. Aber merkst du das Ziehen in der Nase schon so ein bisschen? Nee. So. Underwhelming. Ines Benecke, ich bin enttäuscht von dir. Alter, ich dachte mir brennt hier die Fresse weg, aber du hast gesagt in dem Video, die sind voll scharf. Das ist ja voll geil. Herzlich willkommen zu TV of the Lost aus Prag. Das wird geil. Alles dabei. Nein, Mann, das ist doch wieder niveaulos. Sowas machen wir nicht. Wir machen heute eine Hausbesichtigung für eine Villa aus dem Jahre 1862. Now, Das war's auch schon. Jetzt gehen wir nämlich in den Garten. yeah. Now we're about to visit the shop Czerny Ritter, the Black Knight in English, and it's all about nerdy stuff. Eigentlich ist sie gemacht für unser nächstes Album, wo wir dann doch ein bisschen eher Oldschool Drop-D-Tuning unterwegs sein werden und dafür nicht solche Bariton-Klampfen brauchen, sondern normalere. Aber weil sie so schön ist und ich ja Lighthouse alleine spiele mit einer mehr oder weniger akustischen Gitarre, halt clean E-Gitarre, spiele ich doch jetzt wieder Zü an, oder? Komm, wir rommen die mal rein. Möchtest du das machen oder soll ich das machen? Guck mal, das darfst du auch einmal. Ich darf selber? Okay. Ja. Das erste Mal, dass wir das reinstecken. Kein Kratzer dran machen, ne? Nee. Guck mal. Super. Geil. Oh, yeah. 1, 2, 3. Sagen. Ich sag mal auch. Dr. Max. Der hat ja auch überall seine Läden, ne? Der Max. This is the world's biggest, no, largest. The world's largest beer spa. Spa Beerland. Too bad we don't have any time. Yeah. Unfortunately. Brücken bauen können sie ja. Ja. Zwar nicht die Karlsbrücke, die ist leider zu weit weg. Aber Also sowas entsteht auch ein bisschen aus der Not, ne? Wenn man aus Versehen, keine Ahnung, so auf Wasser stößt, wenn man sich hier ansiedelt. schon, dann ist Brücke irgendwann notwendig. Ja. Oder schwimmen. Aber ist ja nicht immer warm genug auch. Nö. Ich würde sogar bezweifeln, dass das Wasser selbst im Hochsommer warm genug zum Schwimmen ist. Wahrscheinlich nicht. Make-up-Inspo für heute Nacht. Was denn? Aber ist das Glas der da? Nee, das ist so Glasplexiglas. Ja gut, aber dann kann man ja austauschen. Ja, ja. Oh. Ich finde das Finnisch aber nicht. Geht los! Ich kann nicht, ich mach Musik. Indische Folklore. Ja, endlich. Entschuldigung. We are so happy that we could bring some friends for, I think, their first time in the Czech Republic, Hell Boulevard. And we have found some new friends that we also brought here with us. We really like them, so give it up for the Raven Age. Praha. It's a wrap. We are done. The stage is clear, the room is clear, and we are going to Budapest now.
Thanks for a great show. Thanks for a great evening. You were fucking amazing. Loud. See you next time. Bye. Herzlich willkommen bei TV of the Lost. Ah ja, okay. Hier aus Budapest und eurer Lieblings Lord of the Lost. Enjoy. Da wir auf dieser Tour jede Menge Truckspace haben wir uns gedacht, wir machen uns das Leben generell einfach ein bisschen einfacher. Wir machen der Crew das Leben ein bisschen einfacher und lassen so viel wie möglich einfach zusammengebaut, weil am Ende ist es ja so, jede Schraube, die du abends nach der Show löst, musst du am nächsten Tag auch wieder festziehen. Dann habe ich ein paar Skateboards gebaut für die Kiste und die werden einfach drunter geschnallt. Jason ballert die da einfach jeden Abend unten dran und dann schieben wir das Ding so rein und es spart unfassbar viel Zeit beim Setup, ist easy beim Loaden und man kann damit auch ganz toll spazieren gehen. This, by the way, is Jason. Jason is my new drum tech on this tour. He's a killer guy. Ich fahr nach Hause. Ich nehme den Schlagzeug mit, wa? Das macht das gut. Das war meine. Um mir meine Klamotten. Dann nehmen die nicht so viel Platz weg. Im Koffer. Pass auf. Pass auf. Tada! So einfach ist das. So reist man heute. Kommt das Wort Jumpscare eigentlich davon, dass der Schreck vor die Kamera springt oder dass man selber vor Schreck dann springt? Weiß ich nicht. Don't lose your shit. Know who you are and you will find your stuff. Budapest, that was massive. Thank you very much. What a birthday party. Köszönöm. And now, when I do this, we're gonna cut to Vienna. Hallo und herzlich willkommen zu der heutigen, diesjährigen, sollte ich viel mehr sagen, Roomtour durch unseren Nightliner, gesendet bei EMP. Das sind wir. Liebe Grüße an Artists Delight, von denen ist der Nightliner und der Truck. Wichtig. Und wir schauen uns jetzt mal das Ganze von innen an. Musst nur lang genug hier gegenhalten, dann geht die Tür automatisch auf. So. Ganz wichtig, Schuhe ausziehen, weil das unser Wohnzimmer ist für ein paar Wochen. Und das macht man zu Hause ja auch so. Wir befinden uns hier im Foyer, haben wir energiesparenderweise einen abgeschalteten Kamin. Ist nicht echt, aber sieht so aus, als würden da Flammen drin sein. Sieht aber auch schön aus irgendwie. Wir gehen erstmal hier rein, würde ich sagen. Hier ist der erste Schlaftrakt. Wir sind hier im unteren Schlaftrakt. Hier sind für gewöhnlich die Leute, die nicht so viel schnarchen. Unter anderem Chris, Jason, unser Drumtech schläft hier. Hier schlafe ich und so weiter und so fort. Ein paar Leute haben auch ein paar Stolpersachen hier hingepackt. Das ist immer ganz toll im Dunkeln nachts, wenn du auf Klo musst. Deswegen lege ich immer am Ende des Ganges, damit ich einfach rausgehen muss. Ganz wichtig, hier ist unser Daysheet, ne, damit wir wissen, was wir tun. So, und dann gehen wir hier hoch ins Wohnzimmer, würde ich sagen, in die offene Wohnküche. Das erste Mal Premiere für uns. Wir haben eine Geschirrspülmaschine an Bord. Das ist sehr komfortabel. Und hier verteilt sich dann so, was die Leute mitnehmen. Also viele Leute nehmen hier Eiweißpulver mit und Cornflakes. Klaas hingegen nimmt seine Malsachen für seine Figürchen, Warhammer und Co. mit. Und dann hast du hier das Wohnzimmer. Da ist noch ein Fernseher. Du hast ein Soundsystem. Du hast Getränke, die manche Leute trinken. Kuscheldecken. Hier wird es dann gesellig nach der Show. Viele gehen aber auch schnell schlafen. Ich zum Beispiel. So, apropos schlafen, wir gehen weiter in den nächsten Trakt. Aber vorher zeige ich euch nochmal das Bad. Das ist das Bad. Das ist Lenny. Hallo. Hallo. So, Klo und auch ganz wichtig, gerade wenn wenig Zeit ist, wir haben eine Dusche an Bord.
Und die funktioniert sogar richtig gut. Ist immer so eine Sache in Nightlinern duschen, aber das Ding funktioniert richtig gut und auch schön warm. Ich habe noch nicht drin geduscht, aber es hat sich noch niemand beschwert. So, wirklich viel Kopfraum, also hier jetzt weniger wieder. Also Klaas kann hier vielleicht nur aufrecht stehen, ich nicht. Aber grundsätzlich so ist einfach viel Platz auch. Also er ist sehr gut konzipiert für den durchschnittsgroßen Mensch und größer. Nächster Schlafbereich sieht eigentlich gleich aus, nur anders. Und dann kommen wir ins zweite Wohnzimmer. Hier haben wir auch noch wo Lenny sich auch sehr drüber freut dann, wenn er noch Fotos bearbeitet und so weiter. Er hat endlich einen richtigen Tisch in der Front Lounge, müsste ich ja jetzt sagen, wo er drin sitzen kann und arbeiten kann. Das ist auch sehr praktisch. Und hier haben wir dann den größeren Fernseher auch in dieser Front Lounge, wo Dodo, unser Tourmanager, dann regelmäßig bei FIFA verliert. Genau. Dann kannst du bei der Fahrt auch rausgucken, das ist auch sehr schön. Hier ist noch ein Kamin, der auch aus ist. Und das ist unser Bus. Hier verbringen wir so die Wochen an Tour, die wir abreißen dieses Jahr, beziehungsweise gerade auf dieser 15-Jahres-Tour. Vielen Dank an Artists Delight, dass ihr so schöne Busse macht und vielen Dank an EMP, dass ihr die so schön beklebt. Danke sehr. Und jetzt zurück ins Studio. Und wir singen zusammen den Refrain und Klaas surft. Und ich mach mir einen Punkrock, Moment. We are your arguments of Stuttgart! Stuttgart, ihr wart geil, ihr wart vor allem verdammt viele. Es war ausverkauft im LKH Longhorn. Das war sehr schön, aber großartig. Vielen Dank, dass ihr da wart. Morgen geht es noch nicht weiter, übermorgen auch nicht, aber am Dienstag in Eindhoven. Wir freuen uns auf euch.